Es geht, glaube ich, weniger darum, was der VfB am Wochenende macht, sondern mehr darum, wie wir die Sache angehen, mit welcher Überzeugung, mit welcher Klarheit, mit welcher Intensität wir dieses Spiel angehen. Und dann kann es nur einen Sieger geben. Ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin. Am Wochenende müssen wir zum VfB Stuttgart reisen. Wir wollen natürlich oben dran bleiben und heute habe ich einen Gast, der in dieser Saison noch nicht bei mir war. Deshalb freue ich mich besonders. Herzlich willkommen, Sebastian Kehl. Sebastian, schön, dass du da bist. Das war die richtige Reaktion, so hat es Gregor Kobel genannt, nach dem Sieg vergangene Wochenende gegen Union Berlin. Was meinst du, kann die Mannschaft aus dem Spiel mit nach Stuttgart nehmen? Ja, Gregor hat das Gefühl, glaube ich, beschrieben, was uns am Wochenende alle umtrieben hat, nach einer sehr turbulenten Woche. Wir hatten das Spiel in München, dann die bittere Niederlage in Leipzig. Das hat schon ein bisschen was wachgerüttelt, ein bisschen was durchgerüttelt. Eine gewisse Verunsicherung war dann auch zu spüren. Und deswegen war dieser Sieg gegen Union Berlin hier zu Hause, auch mit dieser Unterstützung, die dann auch da war, großartig, enorm wichtig, um in der Stabilität zu bleiben, in der wir ja vorher auch viele, viele Wochen waren. Und deswegen haben wir die Woche jetzt genutzt, um genau an diesen positiven Dingen wieder zu arbeiten. Wir wissen, dass es nicht so ganz leicht wird, nach Stuttgart zu fahren. Aber wir wollen dranbleiben. Und deswegen war es extrem wichtig, jetzt gleich auch gegen Union Berlin, die ja auch um die Champions-League-Plätze aktuell mitspielen, da auch eine Duftmarke zu setzen. Jetzt hat die Mannschaft eine ganz normale Trainingswoche mal gehabt, sicherlich auch ganz angenehm für alle, die rund um die Mannschaft sind. Dann gab es das öffentliche Training, 1500 Fans waren da, sicherlich auch für die Spieler nochmal ein schönes Gefühl, die Fans zu spüren. Die erwarten natürlich schon, dass sich die Mannschaft in den letzten Spielen so richtig reinhängt. Was erwartest du jetzt von der Mannschaft und was ist die Zielvorgabe? Es war schön, dass wir einfach auch an diesem Tag, an diesem Dienstag mal die Pforten wieder öffnen konnten, dass wir einfach auch den Fans wieder die Möglichkeit gegeben haben, mal wieder dabei zu sein. Gerade in den Schulferienzeiten ist das natürlich auch für Kinder unglaublich schön, mal ein paar Autogramme zu bekommen. Und das ist ja das, was wir auch leben wollen. Wir wollen diese Nähe behalten, wir wollen auch unsere Fans wertschätzen und den Jungs das Gefühl geben, dass wir weiter dran glauben. Und genau das ist eigentlich meine Erwartungshaltung an die Jungs in den nächsten Wochen, dass wir in jedem Spiel alles dafür tun, dass wir dran glauben. Denn wir sind nur 2 Punkte weg vom FC Bayern. Das hatten wir, glaube ich, in den letzten Jahren in dieser Konstellation noch nie oder sehr selten. Ich glaube, es liegt länger zurück, dass wir so nah dran waren. Und deswegen müssen wir uns natürlich auf jedes Spiel fokussieren und auch zeigen, dass wir jetzt nicht nochmal nachlassen, dass wir irgendwo nochmal Punkte liegen lassen. Das wäre dann fatal. Aber ich glaube, wenn wir jetzt eine weitere Erfolgsserie starten und die Möglichkeiten bestehen in den nächsten Wochen, dann können wir weiterhin ganz vorne nah dranbleiben und hoffentlich bis zum Ende es auch unglaublich spannend machen für die Liga. Ja, das wäre natürlich schön. Ja, unter der Woche gab es eine tolle Nachricht. Julian Brandt hat seinen Vertrag bis Mitte 26 verlängert. Was macht ihn für den BVB so wichtig? Ja, wir haben uns alle riesig gefreut, dass wir Jule überzeugen konnten, seinen in 24 auslaufenden Vertrag nochmal um 2 weitere Jahre zu verlängern, weil er, glaube ich, in diesem Jahr eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat. Er ist deutlich stabiler geworden, er ist mit und gegen den Ball nochmal wertvoller geworden und auch in seinen Fähigkeiten, in der Persönlichkeitsentwicklung, Führungsanspruch auch anzunehmen, hat er einen großen Schritt nach vorne gemacht. Er hat auch sogar bei der Ernährung umgestellt. Ja, genau. Also er hat sich wirklich auch nochmal Gedanken gemacht, nachdem wohl möglich in der einen oder anderen Situation er und auch der Club und alle nicht so ganz zufrieden waren, weil er ein riesiges Potenzial mitbringt, dass er den nächsten Schritt machen möchte. Und das hat er in dieser Saison kontinuierlich gezeigt. Und da freut es uns, dass einfach auch jemand, der sich sehr stark mit dem BVB identifiziert, der hier sich auch sehr wohl fühlt und trotzdem ambitioniert ist, dass wir ihn davon überzeugen konnten, diesen Weg mit uns weiterzugehen. Und das ist sozusagen ein wichtiger erster Schritt gewesen für uns, einfach auch, um Dinge auch zu antizipieren in der Kaderplanung. Und ich hoffe, dass er am Wochenende gleich wieder ein Tor schießt. Ja, ganz gut. Er ist ja nur wirklich auch super drauf. Du hast gesagt, jetzt beginnt die Phase, in der Zug um Zug Personalentscheidungen getroffen werden. Wir sind ja unter uns. Verrätst du uns, wie der nächste Zug aussieht? Ja. Machen wir dann natürlich sofort, wenn es klar ist. Nein, es ist doch logisch, dass wir jetzt in dieser Phase der Saison, auch nachdem wir uns jetzt nur noch auf die Bundesliga konzentrieren können, Personalentscheidungen natürlich jetzt auch anstehen. Wir sind natürlich mit einigen auch schon seit Monaten im Gespräch und ich
habe schon die Hoffnung, dass wir in den nächsten Tagen einfach auch einen Schritt weiterkommen und mehr Klarheit zu erzielen, weil wir natürlich aus einer schwierigen Situation kamen, dass man in einem Jahr 8 auslaufende Verträge hat. Das gab es bei Borussia Dortmund auch nicht, aber das hat natürlich auch noch mit der Covid-Zeit zu tun und mit den Veränderungen des Marktes. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die richtigen Ideen auch für die kommende Saison haben und da sind natürlich jetzt die anstehenden Entscheidungen auch richtungsweisend. Wir haben es eben gehört, Julian Brandt hat als wichtiger Spieler beim BVB verlängert. Du hast als Sportdirektor viele ins Boot geholt. Vor der Saison gab es einen Umbruch, einen Wechsel beim Trainer und eben die große Transferoffensive, die in der Fußballwelt für viel Aufsehen gesorgt hat. Sebastian, wir kommen langsam in die Schlussphase der Saison. Der 28. Spieltag steht auf dem Programm. Was mich mal interessieren würde, wie haben die Neuverpflichtungen, wir haben ja eben gesehen, das war ja doch jede Menge neue Spieler, das Gesicht der Mannschaft verändert? Und gibt es vielleicht jemand, der dich besonders überrascht hat? Ich glaube, wir hatten ja verschiedene Phasen in dieser Saison. Wenn du mir diese Frage womöglich im Oktober, November gestellt hast, in der wir auf Platz 6 standen und nicht so ganz zufrieden waren, dann würde die Antwort womöglich ein bisschen anders ausfallen. Ich glaube, dass die Spieler, die wir geholt haben, im Sommer unglaubliches Potenzial besitzen, aus unterschiedlichen Alterssegmenten ja auch kommen. Wir aber einen klaren Plan verfolgt haben und uns trotzdem klar war, dass der eine oder andere Spieler einfach ein bisschen Zeit benötigt. Und das ist das. So ein Karim Adeyemi zum Beispiel. Nico Schlotterbeck kam super schnell rein. Salih Özcan auch, weil die auch vom Alterssegment her einfach noch mal einen Schritt weiter waren, die Bundesliga auch noch mal ein bisschen anders kannten. Wir hatten natürlich die Sebastian Haller-Thematik, die uns im Sommer unglaublich beschäftigt hat und mussten dann noch mal reagieren. Also ich will einfach mal sagen, dieser Umbruch im Sommer, ich will ihn gar nicht als Umbruch bezeichnen, aber es war sozusagen auch noch mal eine Möglichkeit, den Kader an einer Stelle ein bisschen zu verändern. Ich war damit sehr zufrieden. Ich glaube, dass wir die Spieler, die wir verpflichtet haben, dass allesamt sehr, sehr großes Potenzial besitzen und auch charakterlich hier sehr gut zum Borussia Dortmund passen. Und ich glaube schon, dass wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch gesehen haben, dass wir mit unseren Entscheidungen richtig lagen, dass die Jungs gut performen und dass die sich natürlich noch weiterentwickeln können und auch werden. Und ja, wir arbeiten daran sozusagen auch Stück für Stück, das Gesicht ein wenig zu verändern und auch Verantwortung ein Stück weit weiterzugeben. Und das ist auch eine Aufgabe, die uns jetzt nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig bewegen wird. Und man kann es nicht oft genug sagen, dass manche Dinge einfach ein bisschen Zeit brauchen. Also wenn so viele Veränderungen da sind, kannst du nicht einfach sagen, naja, der hat bei dem Verein toll gespielt, der muss genauso bei uns performen. Das geht einfach nicht. Und wie wir beide wissen, ist das ein großartiges Privileg, bei Borussia Dortmund zu spielen. Und es macht eine Menge Spaß, den Kessel auch zu performen. Aber es braucht ein bisschen Zeit und es ist auch ein großer Club und es ist mehr Erwartung und mehr Druck und mehr Verantwortung. Aber nochmal, ich glaube, dass die Jungs allesamt eine Menge mitbringen. Und Nico Schlotterbeck hat das super gemacht, Karim Adeyemi in den letzten Wochen super gemacht. Und ich meine, Gregor Kobel war ein Jahr zuvor. Also jetzt einzelne Leute rauszustellen, wäre auch ein bisschen unfair, weil ich finde, jeder bringt hier eine Menge mit in seiner Rolle. Und wir werden da hoffentlich noch ein bisschen Spaß dran haben. Ja, kommen wir zum nächsten Gegner. Es geht gegen den VfB Stuttgart. Im Hinspiel gab es ein 5:0 und das ist Grund genug für uns, nochmal dorthin zurückzublicken.
Damals im Oktober war die Stimmung auch ein bisschen getrübt. Zuvor hatten wir 2 der 3 Bundesligaspiele verloren. Gegen die Bayern gab es immerhin ein Unentschieden. Und dann haute die Mannschaft in so einem Spiel Stuttgart einfach mal 5:0 weg. Wie optimistisch bist du, dass wieder ein schöner, guter Sieg dabei rauskommen kann? Also ich glaube da sehr dran. Nicht, weil Stuttgart vielleicht auch aus einer schwierigen Phase kommt, sondern vielmehr, weil wir uns diese Chance bis zum Ende auch dabei bleiben zu wollen, sozusagen auch nicht nehmen lassen dürfen. Wir müssen am Wochenende ein sehr gutes Spiel machen, wir müssen von Anfang an fokussiert sein und die Qualität haben wir im Kader. Wir haben jetzt 1, 2 Verletzungsausfälle leider, die am Wochenende nicht zur Verfügung stehen. Wir werden ein bisschen wechseln müssen, aber die Qualität, Stuttgart zu schlagen, haben wir allemal und deswegen, ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir dort 3 Punkte einfahren, denn nur das zählt aktuell. Genau. Wenn es ein 1:0 ist, sind wir alle Das ist auch in Ordnung. Alles in Ordnung. Der VfB steckt ja schon in der Hinrunde im Abstiegskampf. Inzwischen sitzt der 4. Trainer auf der Bank. Das ist schon verrückt. Warum sind die Stuttgarter trotzdem nicht zu unterschätzen? Sie haben ja die letzten beiden Spiele gewonnen, im DFB-Pokal und in der Bundesliga. Das wird nicht einfach. Mit Sebastian Hoeneß haben Sie ja einen, der hat das System auch geändert. Wie erwartest du den VfB? Ja, ist nicht so ganz einfach, immer nach so einem erneuten Trainerwechsel vorauszusagen, was der VfB am Wochenende machen wird. Ja, sie haben die letzten beiden Spiele gewonnen und das werden sie natürlich auch nutzen wollen, um in ihrem eigenen Stadion auch vielleicht ein bisschen selbstbewusster aufzutreten. Wir kennen das Stadion, es wird zwar umgebaut, aber es hat trotzdem eine gewisse Kraft und trotzdem müssen wir von Anfang an da sein. Es geht, glaube ich, weniger darum, was der VfB am Wochenende macht, sondern mehr darum, wie wir die Sache angehen, mit welcher Überzeugung, mit welcher Klarheit, mit welcher Intensität wir dieses Spiel angehen. Und dann kann es nur einen Sieger geben, egal was der VfB am Wochenende macht. Das war's schon. Vielen Dank. War sehr interessant mit dir. Wie immer, wir drücken die Daumen, kommt gut nach Stuttgart. Nächste Woche geht's zu Hause gegen Frankfurt. Vielen Dank. Und ihr zu Hause drückt den Jungs die Daumen, dass es wieder ein Dreier wird. Wir bleiben oben dran. Das war's vom Feiertagsmagazin. Der Nobby und der Sebastian.